Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Heute mit einer Folge von der OOP 2023 in München. Zu Gast Elmar Jürgens. Mit ihm habe ich mich über das Thema Test Intelligence unterhalten. Ja, da steckt natürlich ganz viel drinnen, was mit eins meiner Lieblingsthemen ist, nämlich die statische Analyse. Aber auch noch ganz andere Dinge. Wir haben uns über Coverage Profiling unterhalten, wie man Code am besten instrumentiert, welche Auswirkungen das hat, wie man eine Test-Gap-Analyse macht und was das eigentlich bringt. Unser Gespräch hat mir ganz neue Einblicke gegeben, was man eigentlich so alles analysieren kann und wie man das analysiert. Und eins ist klar, Elmar ist da heute State of the Art. Und noch eine Bitte in eigener Sache, wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung bei Apple, Spotify, Google und Co. Und es freut mich natürlich auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und teilst. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Hallo Elmar, schön, dass du da bist. Grüß dich Richie, danke, dass ich da sein darf. Ja, ganz toll. Wir sind ja hier auf der OOP-Konferenz, dieser Spezial-Sommer-OOP, meine erste, aber ich habe gehört, normalerweise ist das nicht so in diesem Sommersetting, sondern eher so im Februar oder im Anfang des Jahres rum. Aber ich mag den Spirit hier, das finde ich einfach schön. Und du wurdest mir schon von so vielen Podcast-Gästen empfohlen. Ich sagte, den Elmar, den musst du dir mal reinholen in den Podcast, weil du ein spannendes Thema hast. Und da habe ich gesagt, dann machen wir das doch einfach. Ne? Gerne. Und dein Thema ist Test Intelligence. Und da muss ich gleich mal fragen, was ist denn das? Berechtigte Frage. Test Intelligence ist ein Sammelbegriff für Analysetechniken, die Daten aus dem eigenen Entwicklungs- und Testprozess auswerten, um dir helfen, mehr Fehler in weniger Zeit zu finden. Ich mache vielleicht mal ein paar Beispiele, dass es nicht so stark nach einer Worthülse klingt. Eine Analyse, die wir darunter verstehen, ist zum Beispiel Test-Gap-Analyse. Da ist die ganz einfache Idee. Bei einer langlebigen Software haben wir die meisten Fehler an den Stellen, die sich seit dem letzten Release verändert haben. Ja. Und bei einem komplexen Team ist aber gar nicht so einfach rauszukriegen, ob wir wirklich alle Änderungen im Test erwischt haben. Und Test-Gap-Analyse zeigt dir ungetestete Änderungen, bevor du ins Release gehst. Und dafür zapfen wir 2 Datenquellen an. Die Änderungen kriegen wir aus dem Versionskontrollsystem, wo ja der ganze Code ist und alle Änderungen, die durch alle Entwicklerinnen und Entwickler gemacht werden, die lesen wir da raus, um zu sehen, was hat sich seit dem Referenzpunkt, zum Beispiel im letzten Release oder im letzten Testlauf verändert. Die zweite Datenquelle ist Test Coverage. Da nutzen wir Coverage Profiler, um alle Testphasen lückenlos aufzuzeichnen. Also nicht nur automatisierte Unit-Tests, sondern auch andere Arten von automatisierten End-to-End-Tests und auch, und das ist ganz wichtig, manuelle Tests. Oh, das ist ja spannend. Und das ziehen wir so zusammen, dass wir lückenlos wissen, was ist im Test durchlaufen. Und dann können wir die Informationen über die Änderungen legen, um zu sehen, wo sind ungetestete Änderungen. Okay. Um eine bewusste Entscheidung zu erlauben, will man mit der ungetesteten Änderung in Produktion gehen oder nicht. Es kann ja manchmal sein, dass es nicht so schlimm ist. Vielleicht haben wir Jahresabschluss-Features, die jetzt im Juli noch nicht funktionieren müssen, weil wir noch 5-mal releasen, bis die gebraucht werden. Ist aber oft nicht so. Also Ziel ist nicht, alles zu testen als Selbstzweck, sondern Ziel ist, eine bewusste Entscheidung zu ermöglichen, ob man das testen will. Jetzt hast du gesagt, auch manuelle Tests werden da gemappt. Das heißt, wie macht ihr das? Zeichnet ihr das dann auf, während einer testet? Oder wie? Ganz genau. Also wir nutzen einen Coverage Profiler, was ja ein Stück Software ist, was im Hintergrund mitläuft und über die virtuelle Maschine oder über den Prozessor mitbekommt, was kommt im Test tatsächlich zur Ausführung. Und jetzt ganz platt gesagt, dem Coverage Profiler ist total egal, ob der einen automatisierten Test beobachtet oder einen manuellen Test. Ja. Auch wenn aus irgendeinem Grund in den letzten Jahrzehnten Coverage Profiler vor allem für automatisierte Tests eingesetzt wurden. Wir machen das seit über 10 Jahren mit Kunden, auch für manuelle Tests, das funktioniert sehr gut. Ich kriege das als Tester nicht mit, also ich muss deswegen nicht meinen Testablauf ändern, damit im Hintergrund Coverage aufgezeichnet wird. Es ist eine totale wertvolle Information, einfach das auch dann wirklich rauszusehen, was habe ich jetzt gerade nicht getestet in dem ganzen Ding. Ne? Oder auch generell, um eine Erhebung zu haben. Ne? Viele Software wird ja Jahre vor sich hingetestet, in irgendwelchen Dingen mal zu sehen, was habe ich denn eigentlich da noch gar nicht so betrachtet, ne? Und wie relevant ist das vielleicht auch. Ne? Ja, also tatsächlich war das für uns eine Überraschung, als wir vor 10 Jahren zum ersten Mal Test-Gap-Analyse vorgestellt haben auf Konferenzen, dass viele das eingeführt haben, um die Coverage zu wissen der manuellen Tests. Ja. Damit hätten wir uns aber nicht auf eine Konferenz getraut, weil wir das als eine zu naheliegende Geschichte gefunden haben. Gerade nach der Promotionszeit, wo man ja darauf gedrillt wird, immer mit neuen Ideen zu kommen, wäre uns das zu naheliegend gewesen. Ist aber
aber, glaube ich, trotzdem ein relevanter Beitrag. Noch eine Frage zu diesem Coverage-Profiler. Wie ist denn das? Also es gibt ja unfassbar viele Technologien, in denen entwickelt werden kann. Ne? Von ganz alten Sachen, die wir schon vergessen wollen, aus den 70er, 80ern, dann hin C++, Java, Web heute, die ganzen Frontend-Systeme. Wie dockt denn das da an? Wie überwacht das? Oder in jeder Programmiersprache oder in jedem Tech-Stack anders. Ah, ja. Also grob kann man es kategorisieren in drei Bereiche. Es gibt Profiler, die an die virtuelle Maschine andocken. Das nutzen wir zum Beispiel in Java, in C#, in Python, in SAP ABAP und so. Es gibt Profiler, die instrumentieren, also die den Code verändern. Also jetzt vereinfacht gesagt, immer zwischen zwei Statements im Code ein eigenes Statement einfummeln, was nach Hause telefoniert, ich bin ausgeführt worden. Das nutzen wir für Sprachen wie C, C++, weil es nicht anders geht, wenn es keine virtuelle Maschine gibt, an die man andocken kann. Ja. Und die dritte Kategorie sind Hardware-Profiler. Also für eingebettete Systeme gibt es Prozessoren, die haben eigene Pins, wo ein Hardware-Profiler andockt und mitschneiden kann, was kommt im Test zur Ausführung. Ja. Und die geben einem sogar eine Hardware-Garantie, dass sie das Timing nicht beeinflussen. Ja. Also dass sich der Prozessor exakt genauso verhält wie ohne dieses Profiling. Und also kurze Antwort ist, für jede Technologie gibt es einen eigenen Profiler. Ja. Gibt es kommerzielle, gibt es Open-Source-Profiler. Wir nutzen je nach Technologie das, was am besten funktioniert. Für manche haben wir eigene, weil es keinen anderen gab. Und letztendlich gibt es aber für alle verbreiteten Technologien was gut genug funktioniert, das was einsetzen kann. Und wie ist es also jetzt Thema bei der Instrumentalisierung, auch die Laufzeit? Ne? Also bei der Hardware verstehe ich, das ist jetzt ein Dings. Und ansonsten, wenn ihr jetzt den Code instrumentalisiert, wie wirkt sich das auf die Laufzeiten aus? Habt ihr da so Erfahrungen? Ist das Thema? Also, oder? Ist eine total berechtigte Frage, weil wenn ich sehr feingranular profile oder sehr feingranular instrumentiere, dann kann ich die Laufzeit ordentlich ausbremsen. Was man, und das ist meistens so der erste Reflex, für unseren Use Case ist es ja aber gar nicht wichtig, sehr, sehr feingranular zu instrumentieren. Wir müssen nicht wissen, ist jeder einzelne Pfad in einer langen Methode ausgeführt worden, sondern wir wollen ja wissen, was ist überhaupt nicht erwischt worden. Und wenn eine Methode gar nicht betreten wird, dann reicht mir ein Bit. Und das erzeugt nicht nur weniger Daten, sondern auch sehr viel weniger Performance-Impact. Also wir haben mit verschiedenen Profilern für verschiedene Anwendungen Benchmarks gemacht und haben häufig so 1% Slowdown, manchmal 5% Slowdown, was ist, was man im manuellen Test nicht merkt. Weil typischerweise warten wir da vor allem auf Netzwerk, auf Datenbanken und da bremsen wir gar nichts aus. Da hängen wir nicht drin. Jetzt fällt mir gerade eine interessante, du machst das ja schon so lange, auch diese Test-Gap-Analyse und hast da wahrscheinlich schon ganz viele Projekte auch gesehen. Und dann gab es da irgendwann mal so einen Moment, wo du echt mal überrascht warst von dem Ergebnis in die eine oder andere Richtung, womit du gar nicht gerechnet hast? Ja, wir hatten tatsächlich mal ein Projekt, da war die Coverage von der gesamten Testsuite so gering, dass wir direkt gekündigt wurden. Da ist direkt rausgekommen, oh Gott, das hören wir jetzt auf, bevor das irgendwie ein Unternehmen die Runde macht. Das war natürlich überraschend und negativ überraschend. Ansonsten finde ich, eine überraschende Erkenntnis, dass man mit der sehr simplen Idee, wo so eine ungetestete Änderung in komplexer Software in der Regel Dinge findet, wo man nicht davon ausgegangen war, dass wir sie nicht erwischt haben. Wir haben bei uns selber mal eine Studie gemacht, ob wir es als Entwickler schaffen, in den Entwicklertests die Funktionalität wirklich abzudecken. Und wir haben ja ein relativ einfaches Setting, weil wir eine selbstselektierte Gruppe sind. Wir sind jetzt 60 Personen in der Firma, davon committen 40 regelmäßig, plus so circa 20 Werkstudenten, die mitcommitten. Und wir haben ein flächendeckendes Code-Peer-Review-System, das heißt, jeder Code muss von jemand anders gereviewt werden, bevor der ins Release darf. Und wir haben in der Forschungsarbeit geschaut, gelingt es uns denn, den Code, den wir anders geschrieben haben, den ich reviewe, mit Tests richtig abzudecken. Und das ist eine leichtere Frage als bei vielen unserer Kunden, weil wir eine sehr stabile Gruppe haben, die verhältnismäßig klein ist, alles ausgebildete Informatiker und nicht mal das ist gelungen. Ja. Und es liegt also nicht daran, dass man nicht will, sondern dass es einfach zu kompliziert ist, das zu schaffen, ohne dedizierte Werkzeugunterstützung und Analyse. Verstehe, ja. Sehr interessant. Also Test-Gap-Analyse ist so ein Part von Test Intelligence. Ja. Was gehört da noch dazu? Ich bringe gerne noch ein paar andere Beispiele. Gerne. Eine andere Analyse, die wir darunter fassen, nennen wir Test-Impact-Analyse. Und da ist die Grundidee, stell dir vor, du hast erfreulicherweise immer mehr automatisierte Tests und unerfreulicherweise laufen die immer länger. Wir haben Kunden, da laufen die Tage oder Wochen. Ein Kunde zum Beispiel hat 80.000 End-to-End-Tests automatisiert und die laufen 400 Stunden, wenn ich die hintereinander ausführe. Und selbst wenn ich die in vielen Umgebungen parallelisiere, muss ich oft mehrere Tage auf Ergebnisse warten.
Und das ist frustrierend, weil ich automatisiere ja Tests nicht nur deswegen, um mir den manuellen Aufwand zu sparen, sondern auch, weil ich schnell Feedback kriegen will. Wenn du heute als Entwickler was einbaust und es geht kaputt und du kriegst sofort Feedback, dann weißt du noch, was es war. Wenn ich erst in einem Monat Feedback kriege, dann habe ich erstens vergessen, was ich heute gemacht habe. Und zweitens sind alle möglichen anderen Änderungen noch passiert, an denen es auch gelegen haben könnte. Und die Kernidee von Test-Impact-Analyse ist, die Änderungsinformationen, was ist seit dem letzten Testlauf an der Software passiert, mit Test-Coverage in Verbindung zu bringen. Also dafür zeichnen wir für jeden einzelnen Testfall auf, wo der durchläuft. Und dann können wir dir, wenn gestern alle Tests gelaufen sind, und du heute eine Änderung gemacht hast oder eine Reihe von Änderungen gemacht hast, genau sagen, das sind die Tests, die du jetzt ausführen musst, um neue Fehler zu finden. Okay. Und da finden wir so in 1% der Zeit, die es dauert, die gesamte Testsuite auszuführen, 80% der Fehler, die die ganze Suite findet, und in 2% der Zeit, die die gesamte Testsuite dauern würde, 90% der Fehler, die die gesamte Testsuite findet. Manches rutscht durch, das heißt, du musst trotzdem manchmal den gesamten Testlauf machen. Ja. Aber du findest eben einen Großteil der neuen Fehler sehr schnell und es rutscht dir nur noch ein kleinerer Teil durch. Jetzt wäre natürlich spannend, dass ich das auch gleich in meine Pipeline einbauen kann, oder? Diese Information, das wird ja gehen, ne? Ja, also du musst einmal einen Messlauf machen, dass wir jeden Test einzeln ausführen und vermessen. Und dann kannst du eine Continuous Integration Pipeline, Test-Impact-Analyse einbauen, um änderungsbasiert dann die Tests auszuführen. Aber das ist natürlich spannend, weil man sich dann echt auch schnelles Feedback ermöglicht. Genau. Ne? Also ohne dass du deine Tests umschreiben musst. Ja. Also natürlich, wenn du in der Theorie eine perfekte Testpyramide hast, dann hast du ja lauter Tests, die ganz schnell sind. Aber ganz viele Teams haben halt keine perfekte Testpyramide und es gibt auch keinen trivialen Weg, dahin zu kommen. Und deswegen ist das eine gute Möglichkeit, trotz der langlaufenden Tests schnelles Feedback zu bekommen. Ich denke da gerade an den Fall auch, also es gibt ja dann häufig auch so Testfälle, die relativ lange dauern und irgendwie total viel machen, was der vielleicht man auch gar nicht möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine gute Information ist, die man da auch rauskriegt, wenn man das nutzt und man sieht, dann laufen trotzdem immer gewisse Testfälle mit und die mal dann zu refactoren oder mal zu schauen, was macht man damit, ne? Also die Test-Impact-Analyse kann ja nur einen Test auswählen oder nicht. Aber natürlich hast du recht, mit der Information, wo ein Test durchläuft und wo andere Tests durchlaufen, können wir so sehen, wo es Redundanz an der Testsuite gibt. Also und unsere Beobachtung ist, dass ja nicht nur Software historisch wächst, sondern auch Testsuites. Und eine historisch gewachsene Testsuite macht paradoxerweise gleichzeitig zu viel und zu wenig. Ja. Zu wenig, weil vieles ungetestet bleibt, und zu viel, weil viele Tests drin sind, die fast das gleiche testen wie ein anderer Test. Gerade wenn ich End-to-End-Tests habe, die durch Copy-Paste und eine kleine Änderung entstanden sind. Und da ist eine dritte Analyse, eine Test-Suite-Minimierung, die wir Pareto-Optimierung nennen, im Bereich Test Intelligence. Da ist die Kernidee, dass ich aus einer großen Testsuite eine kleine Testsuite extrahiere, die in einem sehr kleinen Teil der Zeit einen sehr großen Teil der Fehler findet, die die gesamte Testsuite finden würde und die wir als Quality Gate verwenden können, bevor man auf einen teureren Test geht. Ja. Also wir haben eine Reihe von Kunden, die zum Beispiel mit Werkzeugmaschinen oder anderen Hardware-in-the-Loop-Tests arbeiten, die man nicht trivial parallelisieren kann, weil man diese teure Maschine hinstellen muss. Und da haben wir gelernt, dass Software gut genug sein muss, um auf diesen teuren Testlauf zu dürfen. Weil wenn ich da einen Fehler drin habe, der 1000 von 5000 Tests zum Umfallen bringt, dann verdeckt er alle anderen Fehler. Weil ich ja nicht Lust habe, nachdem ich mir 100 Fehler-Traces angeschaut habe, die alle vom gleichen Testfall waren, weiter zu gucken, ob da noch andere drin sind. Und die nutzen typischerweise von Hand zusammengestellte Akzeptanz-Test-Suites, um auf diesen teuren Testlauf zu dürfen. Und da können wir mit den Informationen, die wir über die Tests wissen, eine optimale Suite berechnen. In dem Sinne, dass die für ein gegebenes Zeitfenster die perfekte Testsuite zusammenstellt, aus einer großen Testsuite, die in der kurzen Zeit am meisten Fehler finden. Wahnsinn, ja. Und da haben wir in unseren Studien, auch mit Kunden zusammen, finden wir doppelt so viele Fehler in der gleichen Zeit wie die von Hand zusammengesetzten. Ja, das ist ja schon also gerade bei solchen Sachen, die dann kostenintensiv sind oder auch, ich denke auch gerade, wir hatten letztens gerade eine Folge auch über Nachhaltigkeit, ne? Dass man nicht immer alle Testumgebungen ständig bespielen muss mit Zeug, dann spielt das natürlich auch rein, einfach auch mal ein bisschen Ressourcen zu sparen. Ne? Ja, also ich glaube, am überzeugendsten ist, wenn es konkret Geld ist. Also wir haben Kunden, die das auch eingeführt haben, weil sie in AWS in der Cloud die Tests ausführen und das einfach immer teurer geworden ist, weil sie immer mehr Tests haben, die sie häufiger ausführen und die da einfach eine Menge Einsparungen haben. Gleich Notiz an mich selber. Ich habe auch da 2 Kunden, für die das interessant könnte. Ja, sehr spannend. Also das sind ja 3 Aspekte, die ja, finde ich, auch
ganz schön was zusammenbringen im Testing, nämlich so die dynamische Testausführung und das, was vielleicht auch unter statischer Analyse auch mitfällt. Ne? Das ist ja immer so ein trauriges Thema häufig in Unternehmen, die statische Analyse. Ne? Oft, wenn ich hinkomme, habt ihr da was? Ja, wir haben einen Sonar Cube oder sowas oder irgend so ein Ding, aber es guckt eigentlich keiner an. Ne? Aber hier ist es quasi echt auch ein Nutzen, das zusammenzubringen. Ne? Also ich glaube, man muss bei jedem Analysewerkzeug Change Management betreiben, damit es auch verwendet wird. Ja. Das gilt für ein statisches Analysewerkzeug genau wie für ein dynamisches Analysewerk oder ein hybrides. Wir sprechen da von hybriden Analysen, wenn es eine statische und dynamische kombiniert. Weil vom Wiegen allein nehme ich ja nicht ab, leider. Ja, und vom Messen allein wird nichts besser. Und deswegen muss ich bei jedem Werkzeug ein Team so in Loop nehmen, dass jeder weiß, was es soll und was es auch nicht macht. Und auch um Misstrauen. Also oft ist bei einer Analyse ein bisschen die Befürchtung da, dass es um eine persönliche Leistungskontrolle geht. Und das kann man am effektivsten in Angriff nehmen, wenn man das proaktiv anspricht, bevor irgendwas gemacht wird. Und zweitens ist es unheimlich wichtig, dass es so in den Prozess eingegliedert ist, dass es möglichst nahtlos die Informationen in den Tools zur Verfügung stellt, in denen man arbeitet. Also, dass ich in meinem Testmanagement-Tool Informationen habe, dass ich als Entwicklerin, als Entwickler bei einem statischen Analysewerkzeug in der IDE was sehe, im Pull-Request, im GitLab und so. Also ich glaube, das ist auch also gerade diese Akzeptanz in dem ist, glaube ich, total wichtig. Das heißt, ihr arbeitet auch dann wirklich mit den Teams zusammen das einzuführen? Oder also es läuft dann nicht jetzt quasi von außen kommt die Testabteilung und sagt, wir machen jetzt hier mal ein bisschen Messung und tralala, sondern wirklich auch mit den Entwicklern dann auch das zusammen. Also, genau, also wir haben auch statische Analysen und natürlich ist die Hoffnung, wenn du als Doktorand so eine Analyse baust oder wenn du als Firma ein Analysewerkzeug baust, dass man das auf die Internetseite stellt und dann laden das alle runter und dann kriegst du schöne Mails mit, wie toll das alles ist und es wird dir Geld überwiesen. Aber so läuft es ja nicht. Ja. Also wir machen nicht nur die Werkzeugentwicklung, sondern auch die Einführung als eine Firma. Und das hören wir von vielen Kunden auch, dass ein Grund ist, warum die zu uns gehen, weil man eben nicht ein Werkzeug über den Zaun geworfen bekommt oder sich irgendeine Beratungsfirma suchen muss, die das nicht selber gebaut hat, sondern bei uns kommt das Werkzeug und die Einführung und auch der Support aus einer Hand. Das ist auch was, alle, die bei uns im Support sind, entwickeln selber an dem Werkzeug mit und nutzen es auch selber in der eigenen Entwicklung und dadurch hat man nicht so eine lange Flüsterpost von Anwender zu Entwicklungsteam. Ja, das Schöne ist, wenn man das Werkzeug auch selber nutzen kann, dann ist man da natürlich auch immer im Saft und kann auch sich selbst quasi Feedback geben, auch dem Unternehmen. Ja, klar. Und jetzt viel platter gesagt, wenn wir als Qualitätsanalyse-Werkzeughersteller Qualitätsprobleme haben, kriegen wir das natürlich sehr direkt auf die Nase gebunden. Natürlich. Und werden es lange nicht los. Ja. Dann macht es auch mehr Spaß, die Fehler selber zu finden. Das ist übrigens auch, wenn man einen Software-Testing-Podcast macht und da hat man ganz viele Tester als Zuhörer und Zuhörerinnen. Das ist, da kriegt man schon viel Feedback. Kann ich mir vorstellen. Muss man sozusagen, genau. Ja, sehr spannend. Jetzt ist, was steht denn da so noch für die Zukunft an? Habt ihr da so Ideen, was so der next big shit ist, den da rein muss? So, das wird das ganz Große oder da wollen wir unbedingt noch mehr machen? Ich gebe mal 2 Antworten. Die eine ist chronologisch. Also viele Kunden, bei denen wir Testkammeranalyse einführen, da messen wir ja im Test, was zur Ausführung kommt. Und die gleiche Technologie kannst du in Produktion einführen, um rauszukriegen, was wird durch die Anwenderinnen und Anwender tatsächlich verwendet. Und das ist was einem dann oft aufzeigt, dass in der historisch gewachsenen Software Funktionalität drin ist, die seit Jahren keiner mehr braucht und die ich eigentlich rausschmeißen kann. Dann spare ich mir nicht nur im Test Aufwände, sondern auch in der Entwicklung, weil vielleicht finde ich über eine statische Analyse eine Sicherheitslücke in einem Bereich, den ich gar nicht mehr brauche. Und es ist viel billiger, den zu löschen, als den mühsam zu reparieren. Von der Roadmap ist eine andere Antwort, dass wir immer mehr Datenquellen anzapfen. Und was wir in letzter Zeit eingebaut haben, sind sogenannte Test-Smell- oder Requirement-Smells-Analysen. Also da analysieren wir natürlich sprachliche Requirements, also englischen oder deutschen Text, wie eine statische Analyse auf zum Beispiel mehrdeutige Sprache. Also habe ich hier eine Passivkonstruktion oder habe ich Wörter, die schwammig sind, weil ich dann schwierig testen kann. Weil ich dann letztendlich einen unterspezifizierten Testfall aufschreibe, den unterschiedliche Personen anders interpretieren. Ja. Und dann habe ich einen nicht deterministischen Testfall, was natürlich eigentlich nicht gewollt ist. Oder ähnliches auf Requirement-Ebene, wenn ich ein mehrdeutiges Requirement habe, ist natürlich auch schlecht, weil ich dann nicht weiß, wie es tatsächlich implementiert wird. Andere Bereiche, in denen wir gerade viel machen, ist Requirements Tracing, weil wir mit unserem Werkzeug als Krake in der Mitte vom Entwicklungsprozess sitzen und schon in allen Systemen drin sind. Und dann können wir relativ leicht Verifikationsmatrizen generieren,
die Informationen über Requirements haben, Informationen über manuelle Testfälle, die vielleicht in einem System sind, über automatisierte Testfälle, die in einem anderen System sind und über Code, der nochmal woanders lebt, um das in Verbindung zu setzen, dass ich auch bei jedem Pull-Request mitkriege, Mensch, hier hat sich folgendes Requirement geändert, was bedeutet das denn für den Code? Oder der Testfall wurde angefasst, passt er denn noch zu dem Requirement und sowas? Um nicht ex post für einen Auditor eine Verifikationsmatrix vorzugaukeln, sondern kontinuierlich dafür zu sorgen, dass die verschiedenen Artefakte zusammenpassen. Ja, super. Also eine spannende Entwicklung, die auch da noch vor euch steht, beziehungsweise quasi die auch dann sinnvoll ist, wenn man gerade die Informationen auch hat. Super. Elmar, vielen lieben Dank für diese Sehr Einblicke. gerne. Es ist total spannend, auch mal zu sehen, dass diese Dinge, das zusammenzubringen, was man so auf der statischen Seite hat und auf der dynamischen Seite und davon auch mit der Gap-Analyse oder auch mit diesem Inspect, was eigentlich damit so passiert oder auch die Minimierung eigentlich auch echt was Schönes schaffen kann, wie man die Testabläufe optimieren kann und verbessern kann, was ja bei vielen total im Argen liegt. Also das finde ich toll, dass wir diesen Einblick hier mal geschafft haben. Gerne. Danke dir sehr, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Ich wünsche dir noch viel Spaß bei der Konferenz. Danke. Vielleicht darf ich noch einen Hinweis machen. Auf jeden Fall. Wer sich von den Zuhörerinnen und Zuhörern interessiert, wie das aussieht, wir haben regelmäßig Vorträge über Zoom, wo auch oft Kunden dabei sind und vorstellen, wie sie unsere Sachen einsetzen. Das findet man unter CQSE Events. Ja. Es sind deutsche und englische Workshops. Ja, super. Wir haben auch in den Shownotes verlinken, dann Danke. kann man da mal reinschauen. Ne? Perfekt. Super. Vielen Dank. Dankeschön. Ne? Ciao. Ciao.